Willkommen zurück zum dritten Teil dieser Einführung in Kants Ethik. Heute haben wir viel vor, los geht's! In dieser Folge geht es nun endlich um den berühmten kategorischen Imperativ. Wir schauen uns die Universalisierungs-, also die Verallgemeinerungsformel des kategorischen Imperativs an und machen am Beispiel Lügen deutlich, wie der kategorische Imperativ konkret angewendet werden kann. Doch zunächst eine kleine Wiederholung zu den Inhalten aus dem letzten Clip, in dem es um den guten Willen und die verschiedenen Handlungsarten ging. Wir wissen, dass der Mensch laut Kant gleichzeitig Vernunftwesen und Sinnwesen ist. Er hat also einen sinnlichen und einen vernünftigen Teil. Nur wenn ausschließlich die Vernunft, das moralische Gesetz, den Willen bestimmt, ist der Wille gut und die Handlung moralisch. Je nachdem, was den Willen beeinflusst, unterscheidet Kant verschiedene Handlungsarten. Die pflichtwidrigen Handlungen verstoßen gegen das moralische Gesetz und sind daher unmoralisch. Die pflichtmäßigen Handlungen entsprechen zwar dem moralischen Gesetz, sind aber entweder von Neigungen oder Egoismus motiviert und nicht von der reinen Achtung für das moralische Gesetz. Daher sind sie nur legal, nicht aber moralisch. Nur Handlungen aus Pflicht sind laut Kant moralisch, denn dort wird der Wille ausschließlich vom moralischen Gesetz bestimmt. Was ist nun aber dieses moralische Gesetz, das allein den menschlichen Willen bestimmen soll? Nichts anderes als der kategorische Imperativ. Dieser lautet: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Es geht also um die Verallgemeinerungsfähigkeit von Maximen. Deshalb heißt diese Formel des kategorischen Imperativs Universalisierungs-, also Verallgemeinerungsformel. Wir haben bereits im letzten Clip gesehen, dass sich der Mensch nicht automatisch nach dem moralischen Gesetz richtet. Er ist nämlich nicht nur vernünftig, sondern auch sinnlich. Er muss das moralische Gesetz achten. Deshalb ist es als Befehl, als Imperativ formuliert. Warum aber gilt dieser Imperativ kategorisch? Kant unterscheidet hypothetische Imperative und den kategorischen Imperativ. Hypothetisch bedeutet auf einer Annahme beruhend. Hypothetische Imperative drücken eine Mittel-Zweck-Beziehung aus. Sie sind subjektiv, also je nach Person, Situation usw. gut. Sie sind gut für etwas. Man tut etwas, um etwas anderes zu erreichen. Der kategorische Imperativ hingegen ist objektiv notwendig, ohne Beziehung auf einen Zweck. Er ist für alle gut, sittlich gut, gut an sich. Innerhalb der hypothetischen Imperative unterscheidet Kant nochmal zwischen den technischen Imperativen oder Regeln der Geschicklichkeit, die das Leben erleichtern sollen, und den pragmatischen Imperativen oder Ratschlägen der Klugheit, die Tipps für ein subjektiv glückliches Leben geben. Dabei wird vorausgesetzt, dass alle Menschen nach Glück streben. Ein Beispiel für einen technischen Imperativ wäre: Wenn dich die Sonne blendet, trage eine Sonnenbrille. Ein Beispiel für einen pragmatischen Imperativ: Heirate und gründe eine Familie. Den kategorischen Imperativ formuliert Kant in verschiedenen Formeln. Die wichtigsten Formeln sind die Universalisierungsformel, die Naturgesetzformel, die Zweck-an-sich-Formel und die Reich der Zwecke-Formel. Dazu mehr im nächsten Clip. Hypothetische Imperative gelten also nur, wenn die Annahme gilt. Wenn die Sonne nicht scheint, brauche ich keine Sonnenbrille. Sie können zwar mit dem moralischen Gesetz übereinstimmen, sind jedoch nicht von diesem bestimmt, sondern von dem Ziel, das erreicht werden soll. Handlungen, die nach hypothetischen Imperativen ausgerichtet sind, können zwar legal sein, nicht jedoch moralisch. Den kategorischen Imperativ gebietet allein die Vernunft. Wenn er befolgt wird, ist die Handlung moralisch. Das moralische Gesetz und damit der kategorische Imperativ hat laut Kant viele Vorteile. Man muss nicht besonders klug oder erfahren sein, um ihn anzuwenden. Man muss auch nicht alle möglichen Konsequenzen überdenken. Da der Mensch nicht in die Zukunft schauen kann, kann er ja sowieso nicht wissen, was die tatsächlichen Konsequenzen seiner Handlung sein werden. Man muss sich vor einer Handlung nur fragen: Kann ich wollen, dass meine Maxime, also meine subjektive Handlungsregel, allgemeines Gesetz wird, also unbedingt für alle und immer gilt?
Wenn ich den kategorischen Imperativ anwende, handelt es sich also um eine Handlung aus Pflicht. Nur das moralische Gesetz, also die praktische Vernunft, bestimmt den Willen, nicht Neigungen oder erwartete Konsequenzen. Und nur wenn allein das moralische Gesetz, also der kategorische Imperativ, den Willen bestimmt, ist es eine Handlung aus Pflicht und nur dann ist die Handlung moralisch. Spielen wir den kategorischen Imperativ doch einmal an einem Beispiel durch. Lass uns gemeinsam mit der Universalisierungsformel des kategorischen Imperativs überprüfen, ob es moralisch ist, zu lügen, um sich aus einer unangenehmen Situation zu befreien. Zunächst formulieren wir die Handlungsmaxime. Lüge, wenn du dich dadurch aus einer unangenehmen Situation befreien kannst. Dann formulieren wir die Handlungsmaxime als allgemeines Gesetz. Immer wenn sich jemand in einer unangenehmen Situation befindet, soll er lügen. Kann man ein solches allgemeines Gesetz wollen? Natürlich nicht. Dann könnte nämlich niemand mehr dem anderen vertrauen. Damit würde sich die Maxime selbst zerstören. Lügen hätte mit einem solchen Gesetz keinen Sinn mehr, da Lügen nur dann funktioniert, wenn der andere die Lüge glaubt. Wenn ich weiß, dass es ein allgemeines Gesetz gibt, das vorschreibt zu lügen, um sich aus einer unangenehmen Situation zu befreien, muss ich jederzeit annehmen, dass der andere mich anlügt. Es gäbe kein Vertrauen mehr und ohne Vertrauen könnte auch keiner mehr sinnvoll lügen. Das ist Jonas. Jonas ist seit 6 Monaten mit seiner Freundin zusammen. Vor kurzem sind sie zusammengezogen. Er ist sehr verliebt und glücklich. Seine Freunde werden jedoch allmählich sauer, weil er nur noch Zeit mit ihr verbringt. Und sie überreden ihn zu einem Männerabend. Der Alkohol fließt in Strömen und am nächsten Morgen wacht Jonas neben einer fremden Frau auf. Er hat ein schlechtes Gewissen und ruft seinen besten Kumpel an. Dieser rät ihm, den Mund zu halten und notfalls zu lügen. Schließlich hatte der Seitensprung keine Bedeutung und die Freundin wäre nur verletzt, wenn sie es erfahren würde. Wahrscheinlich würde sie sich sogar von ihm trennen. Als Jonas nach Hause kommt, wartet die Freundin bereits auf ihn. »Wo warst du letzte Nacht?« will sie wissen. Jonas sagt, »Ich habe zu viel getrunken und konnte nicht mehr fahren. Da habe ich bei einem Kumpel gepennt.« Wovon wird Jonas' Wille bestimmt? Nicht vom moralischen Gesetz, so viel ist klar. Wir haben eben ja gesehen, dass niemand wollen kann, dass die Maxime Lüge, wenn du dich damit aus einer unangenehmen Situation befreien kannst, allgemeines Gesetz werde. Jonas lügt, weil er seine Freundin liebt und sie nicht verletzen oder verlieren will. Er handelt also aus Neigung und um unangenehme Konsequenzen zu vermeiden. Diese Handlung ist pflichtwidrig. Jonas' 16-jähriger Bruder Alex hat seit 3 Monaten angefangen, Drogen zu nehmen. Anfangs kiffte er nur und Jonas war sich sicher, dass es sich um eine Phase handelte, die bald vorbei sein würde. Die alleinerziehende Mutter macht sich große Sorgen um Alex, weil dieser auf einmal die Schule schwänzt, ständig müde ist und kaum noch nach Hause kommt. Sie ruft oft Jonas an, um ihn um Rat zu fragen. Eines Tages steht Alex vor der Tür. Er erzählt seinem Bruder, dass er am letzten Wochenende auch Ecstasy probiert hätte und sein Kumpel bald an Heroin kommen würde. Er bittet Jonas um Geld für die Drogen. Jonas lehnt ab und Alex verschwindet wütend. Da ruft die Mutter wieder an. »Weißt du wirklich nicht, was mit Alex los ist? Er hat sich so verändert.« Jonas sagt, er hat angefangen, Drogen zu nehmen. Wir müssen überlegen, wie wir ihm helfen können. Jonas sagt hier die Wahrheit. Seine Handlung entspricht also dem moralischen Gesetz. Doch nicht der kategorische Imperativ hat die Handlung motiviert, sondern die Liebe zu seiner Mutter und seinem Bruder. Außerdem erhofft er sich positive Konsequenzen von dieser Handlung. Es handelt sich also hier um eine pflichtmäßige Handlung aus unmittelbarer Neigung. Das ist Alex. Alex ist 16 Jahre alt und hat vor 3 Monaten angefangen, Drogen zu nehmen. Vor 3 Monaten haben sich seine Eltern getrennt. Alex gibt die gesamte Schuld an der Trennung seiner Mutter und hasst sie dafür. Vor kurzem ist auch noch sein älterer Bruder Jonas ausgezogen. Der einzige Mensch, dem er vertraut und alles erzählt. Auch die Sache mit den Drogen. Als Alex nach Hause kommt, wartet seine Mutter bereits auf ihn. »Ich habe eben mit Jonas telefoniert. Stimmt es, dass du Drogen nimmst?« fragt sie. Alex zögert kurz. Hätte es einen Sinn zu lügen? Die Mutter würde Jonas sowieso mehr glauben als ihm.
Und so überfordert und genervt, wie sie momentan war, würde sie ihn womöglich rausschmeißen, wenn er jetzt nicht die Wahrheit sagte. Zu Jonas konnte er nicht ziehen, der hatte ihn schließlich verraten. Sein Vater wohnte seit der Trennung 500 Kilometer entfernt. Ins Heim wollte er nicht. Er musste also mit seiner Mutter, so sehr er sie auch hasste, irgendwie zurechtkommen, bis er 18 war. Schon allein aus finanziellen Gründen. Ja, sagt Alex, ich nehme Drogen und Geldprobleme habe ich auch. Alex sagt ebenfalls die Wahrheit. Auch seine Handlung entspricht dem moralischen Gesetz. Doch nicht der kategorische Imperativ hat die Handlung motiviert, auch nicht Neigung. Alex hasst seine Mutter. Sein Motiv ist purer Egoismus. Mit diesem Handeln erhofft er sich die besten Konsequenzen. Es handelt sich um eine pflichtmäßige Handlung ohne unmittelbare Neigung, also aus selbstsüchtiger Absicht. Das ist Alex' Mutter. Sie sitzt heulend am Küchentisch. Ihr Sohn hat ihr soeben gebeichtet, dass er Drogen nimmt und zudem Geldprobleme hat. Jetzt ist er in seinem Zimmer und hört laute Musik. Sie liebt ihren Sohn über alles, auch wenn er dies momentan nicht zu erwidern scheint. Sie wollte stets nur das Beste für ihn, wollte ihm ihre Werte und ihre Moral vermitteln, ihn zu einem guten Menschen erziehen. Doch seit der Trennung von ihrem Mann, dessen Seitensprung sie den Kindern verschwiegen hat, hat sich Alex stark verändert. Und jetzt nimmt er auch noch Drogen. Wie kann sie ihm nur helfen? Sie will ihn schließlich nicht verlieren. Plötzlich klingelt es an der Tür. 4 durchtrainierte, tätowierte Männer stehen vor der Tür. »Ist Alex da?« fragt der eine. »Er schuldet uns Geld für die Drogen.« »Ja«, sagt die Mutter. Wovon wird der Wille der Mutter beeinflusst? Nicht von Neigung, denn sie liebt ihren Sohn und möchte nicht, dass ihm etwas passiert. Auch nicht von den erwarteten Konsequenzen. Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Männer Alex verprügeln, wenn sie herausfinden, dass er kein Geld hat. Diese Handlung geschieht aus reiner Achtung vor dem moralischen Gesetz. Die Maxime »Lüge, wenn du dich damit aus einer unangenehmen Situation befreien kannst«, kann nicht als allgemeines Gesetz gewollt werden. Daher sagt die Mutter die Wahrheit. Dies ist eine Handlung aus Pflicht. Wow, heute haben wir viel geschafft. Und sicher hast du bei der letzten Handlung gedacht, so würde doch keine Mutter in Wirklichkeit handeln. Stimmt. Tatsächlich ist dies eine häufige Kritik an Kants kategorischem Imperativ. Hat die Mutter neben der Pflicht, die Wahrheit zu sagen, nicht außerdem die Pflicht, ihrem Sohn zu helfen? Bevor wir jedoch im letzten Clip dieser Reihe Vor- und Nachteile von Kants Ethik beleuchten, schauen wir uns im nächsten Clip noch an, welche weiteren Formeln des kategorischen Imperativs es gibt und was es mit den vollkommenen und unvollkommenen Pflichten auf sich hat. Um dein Wissen zu überprüfen und zu vertiefen, empfehle ich dir folgende Lernsets auf Quizlet. Mit dem Lernset Kant Unterscheidung zweier Arten von Imperativen kannst du die Unterschiede zwischen den hypothetischen Imperativen und dem kategorischen Imperativ wiederholen. Im Lernset Kant, der kategorische Imperativ, geht es bereits um die verschiedenen Formeln des kategorischen Imperativs, die wir im nächsten Clip genauer betrachten. Und im Lernset Kant, Anwendung des kategorischen Imperativs, kannst du mit der Universalisierungsformel des kategorischen Imperativs unterschiedliche Maximen auf ihre Verallgemeinerungsfähigkeit überprüfen. Dabei wird jeweils die goldene Regel gegenübergestellt, die du auf keinen Fall mit dem kategorischen Imperativ verwechseln darfst. Viel Spaß beim Lernen und Vertiefen und bis bald!